Hallo Leute, ja, heute mal was ganz Verrücktes, und zwar habe ich diese Grafikkarte hier geholt gestern. Jo, es sieht so aus, dass ich sie eingebaut habe. Sie wurde nicht erkannt und habe sie dann in Linux laufen lassen und geschaut, was los ist. Da wurde sie als X1 erkannt mit 8-fach oder sogar 4-fach. Ja, beim näheren Durchschauen ist dann aufgefallen, dass dieser und dieser Kondensator fehlen. Und zwar ist das auf der PCI Express Seite. Dort fehlt es komplett. Ja, die müssen wir halt jetzt schnell ersetzen. Ich habe jetzt hier nur das Minimal-Equipment mit, weil ich bin hier gerade in der Firma und versuche die jetzt halt umzulöten. Beziehungsweise versuche Dateien einzulöten, damit das Ganze hinterher wieder funktioniert. Und ja, Lötvorgang kann ich leider nicht filmen, weil ich habe die SD-Karte vergessen. Aber ich kann euch auf jeden Fall gleich auf dem Laufenden halten, wenn es dann funktionieren sollte, beziehungsweise wenn ich fertig bin mit dem Löten. Dann werde ich noch was dazu sagen, wie gut und ob es geklappt hat. Und dann schauen wir mal weiter. So, also, wir haben jetzt wieder alle Kondensatoren in place. Dort, bei dem ist leider die Solar Mask abgegangen. Ist aber nicht weiter schlimm, weil es wird ja sowieso zu dem VIA durchkontaktiert, was dahinter ist. Und ja, dass es nicht so schön aussieht, liegt daran, dass ich hier ja keine Preheat habe. Es muss halt nur halten und vernünftig sein. Und im Endeffekt sind jetzt halt alle drei wieder dort, wo sie hingehören. Ja, dann werde ich die Karte jetzt gleich mal einbauen und testen. Durchgemessen habe ich sie schon, das ist alles in Ordnung. Kontaktierung ist da, es ist aber kein Kurzschluss vorhanden. Und normalerweise sollte die Karte dann eigentlich in dem Falle direkt funktionieren. Das werden wir aber gleich sehen. Jo, Treiber sind installiert, Karte läuft und ich bin jetzt gerade dabei, mal den Basic Render Test von GPU Z laufen zu lassen. Nur damit die Karte halt mal ein bisschen warm wird und damit man mal sieht, was überhaupt passiert, ob sie einfriert oder ob alles okay ist. Weil ich habe nur ein klein bisschen größere Caps gehabt. Leider hatte ich nicht exakt dieselben da, die dort reingehören in diese MSI-Karte. Aber wie es scheint, funktioniert alles, weil der Standard ist ja nur recht weitläufig bei dem PCI Express Slot. Und da es ja nur die Lanes X4, X8 waren, glaube ich, oder X8, X16, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe nicht in die Schematik geguckt, weil ich ja, direkt gesehen habe, dass die drei fehlen. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre jetzt alles okay und es könnte auf jeden Fall so laufen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, habt ein schönes Wochenende und lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.